Heute sprechen wir über polnische Feiertage und Ereignisse und vergleichen diese ein bisschen mit denen aus Deutschland. Ich bin mir sicher, dass ihr bei dem einen oder anderen Punkt ein wenig überrascht sein könntet. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sagen, bin ich von Dortmund nach Łódź ausgewandert. Und seitdem lebe ich und arbeite hier in Łódź und führe hier mein Leben ganz normal weiter fort. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls dich das Thema Polen interessiert, oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen. Wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Kommen wir jetzt aber auch schon zum Thema und sprechen über die Feiertage und Ereignisse in Polen und vergleichen diese ein bisschen mit denen aus Deutschland. Und ich kann euch sagen, ihr werdet mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Punkt ein bisschen überrascht sein. Denn was mir auch aufgefallen ist, dass es sehr viele gleiche Feiertage gibt, aber die teilweise auch anders gefeiert werden, was natürlich auch einen historischen Hintergrund hat. Deswegen, wenn ich hier über Feiertage und Ereignisse auch spreche, werde ich jetzt auch nicht auf jeden Feiertag ganz tief eingehen, werde eine Erklärung dazu geben, wieso, weshalb, warum. Weil wenn das wirklich so ist, dann würde das Video bestimmt 3 Stunden gehen und darum soll es ja nicht gehen. Ich möchte wirklich nur mal so einen kleinen Vergleich machen, wie, ich sage jetzt mal, beide Länder diese Feiertage oder Ereignisse feiern. Und hier auch schon mal so eine kleine Info vorab, wenn es um die gesetzlichen Feiertage in Polen geht. Denn da gibt es schon den ersten ganz großen Unterschied zwischen Polen und Deutschland. In Deutschland ist das ja so, dass jedes Bundesland im Prinzip, ja, ich will jetzt nicht sagen, seine eigenen Feiertage hat. Es gibt zum Beispiel Bundesländer, die mehr Feiertage haben wie andere Bundesländer. Um euch ein kleines Beispiel zu nennen, hat das Bundesland Hessen zum Beispiel für das Jahr 2025 nur 10 gesetzliche Feiertage und das Bundesland Bayern zum Beispiel 13 gesetzliche Feiertage. Das hat natürlich auch alles einen historischen Hintergrund. Wie ich schon gesagt habe, werde ich jetzt nicht speziell ganz darauf eingehen. In Polen ist das so geregelt, wenn es ein gesetzlicher Feiertag ist, dann hat das ganze Land diesen Feiertag. Es ist nicht so, dass hier bestimmte Wojewodschaften mehr oder weniger Feiertage haben. Ich persönlich finde das polnische System irgendwie besser. Ich finde, wenn ein Land einen Feiertag hat, dann soll auch das ganze Land dieses Feiertag haben und nicht einfach nur spezielle Regionen. Noch eine Sache vielleicht für Arbeitnehmer. Wenn ein Feiertag in Polen auf einen Samstag fällt, kriegt man den im Prinzip wieder zurück, den Feiertag. Dann wird das in der Regel so gemacht, dass man entweder die freie Auswahl hat, diesen Feiertag zu nehmen, oder die Firma selber gibt den Tag vor, wann du dann dafür frei hast. Aber das ist nur, wenn er auf den Samstag fällt und nicht, wenn er auf den Sonntag fällt. Fällt auf den Sonntag, hast du im Prinzip Pech gehabt. Gehen wir jetzt aber auch schon tiefer in das Hauptthema ein und sprechen wirklich über die Feiertage, und ich versuche das wirklich irgendwie über das ganze Jahr zu machen. Also das heißt, wir starten im Januar und gehen dann in den Dezember runter. Der erste Feiertag, wo man schon diesen Unterschied hat zwischen Deutschland und Polen, ist zum Beispiel der 6. Januar, Heilige Drei Könige. Und in Deutschland ist das überhaupt gar kein Feiertag. Man hört sehr viel davon. Es wird natürlich im Fernsehen darüber berichtet. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die meisten in Deutschland auch die Geschichte können, worum es da geht. Aber es ist einfach kein gesetzlicher Feiertag. In Polen ist der 6. Januar ein gesetzlicher Feiertag. Und was hier dann auch noch gemacht wird, sowas habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, dieses KMB, also K plus M plus B, also dieses Plus ist eigentlich kein Plus, das soll eigentlich ein Kreuz darstellen. Das ist halt die Abkürzung für die Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior, Balthasar. Manche schreiben das auch CMB, ich denke, das kommt jetzt ganz darauf an, hier in Polen wird das halt mit K geschrieben. Hier haben wir dann auch den Unterschied, dass zumindest hier bei uns in der Region der Priester der Gemeinde hier durch die, ich sage jetzt mal, Häuser läuft und die Häuser oder Wohnungen segnet. Natürlich auch nur, wenn man möchte. Und das ist natürlich etwas, was ich aus Deutschland überhaupt nicht so kenne.
kenne. Hier vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, falls ich bei meinen Erzählungen über die Feiertage etwas falsch erzähle, seid mir da bitte nicht böse. Vielleicht könnt ihr mich dann mal unten in den Kommentaren korrigieren, dann lerne ich auch noch zusätzlich etwas dazu. Vielen Dank dafür. Kommen wir zum nächsten Ereignis, welchen ich auch eigentlich nur aus Polen kenne. Und zwar ist das der Großmuttertag und der Großvatertag, der jeweils auf den 21. und 22. Januar fällt. Das sind ehrlich gesagt auch beide Tage, die ich so aus Deutschland gar nicht kenne. Man muss sagen, in Polen gibt es wirklich diese ganzen Tage wie Großmuttertag, Großvatertag, Frauentag, Männertag, Muttertag, Vatertag, Kindertag, Mädchentag, Jungentag. Also das sind ja alles Tage, die gibt es in Polen an verschiedenen Daten im ganzen Jahr verteilt. Und somit haben wir dann auch im Januar den Großelterntag bzw. Großmuttertag und Großvatertag, der jeweils auf den 21. und 22. Januar fällt. Das ist jetzt irgendwie keine große Feier, da wird jetzt irgendwie keine große Party gemacht. Das ist im Prinzip wie auch auf einem Muttertag oder Vatertag, dass man dann irgendwie Zeit mit der Familie verbringt. Wenn man Enkelkinder hat, fährt man dann zu Oma und Opa, verbringt dort den Tag, isst vielleicht Mittag zusammen. So im Prinzip, so läuft so ein Tag ab. Dann gehen wir jetzt auch schon in den Februar rein, denn hier haben wir dann auch schon mal so einen kleinen Unterschied, der vielleicht interessant sein könnte. Und zwar ist das der 27. Februar 2025. Also alle Daten, die ich jetzt auch erwähne, muss ich auch sagen, das ist für das Jahr 2025, denn es gibt ja auch Ereignisse oder Feiertage, die variabel sind, wie zum Beispiel der 27. Februar ist in Deutschland Weiberfastnacht und der 27. Februar in Polen ist der Tłusty Czwartek. Das sind beides Tage, die ja, ich meine, 53 Tage vor Ostern stattfinden. Und Weiberfastnacht in Deutschland, ich denke, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Ich kann mich noch als Kind in der Schule erinnern, als die Mädchen rumgelaufen sind und die Schnürsenkel abgeschnitten haben. Ich meine, da ist auch sogar der Karnevalanfang, der sich dann in den März mit reinzieht. Und wie schon gerade erwähnt, haben wir in Polen den Tłusty Czwartek, oder wenn man das jetzt übersetzen würde, wäre das auf Deutsch fettiger Donnerstag. Aber ich finde, fettiger Donnerstag hört sich irgendwie überhaupt nicht cool an. Deswegen bleiben wir wirklich mal bei Tłusty Czwartek. Und das Besondere dabei ist, dass am Tłusty Czwartek in Polen, dass da ganz viele Pączki gegessen werden. Und wenn man jetzt Pączki übersetzen würde, sind das in Deutschland wie die Berliner. Dann gehen wir einfach mal ein Stückchen weiter. Wie ich auch schon gerade erwähnt habe, gibt es auch den Frauentag. Das heißt also, wir sind jetzt schon im März. Der Frauentag, der ist in Polen sowie in Deutschland am 8. März. Ganz normal, und da gibt es eigentlich auch gar keine Unterschiede. So wie in Deutschland und in Polen kenne ich das auch so, dass da die Frauen geehrt werden. In der Firma kriegen dann in der Regel die Frauen eine Rose. Also ich denke, da brauchen wir jetzt auch nicht zu tief darauf eingehen. Aber jetzt haben wir hier noch etwas, was es zum Beispiel nicht wirklich in Deutschland gibt, was ich schon gerade erwähnt habe. Und das ist der Männertag, denn der ist am 10. März. Und dazu habe ich auch eine kleine Geschichte, die ich erzählen kann, welche ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar, als ich in Polen meinen ersten Job angefangen habe, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Anfang Januar meinen Job angefangen habe, und der Männertag ist ja im März, also das heißt, ich war noch nicht mal wirklich ganz aus der Probezeit draußen, und ich sitze bei mir im Büro, plötzlich kommen da 20 Frauen rein. Ich war natürlich erstmal total erschrocken, weil ich überhaupt nicht wusste, was jetzt vor sich geht. Die kommen alle auf mich zu, gucken mich an, haben ein Grinsen im Gesicht, und ich dachte mir, haben die sich vielleicht mit meinem Geburtstag vertan oder so? Also ich war wirklich leicht verwirrt, muss ich da sagen. Und dann haben mir alle Frauen alles Gute zum Männertag gewünscht. Symbolisch habe ich dann eine Flasche Bier gekriegt und eine Tafel Schokolade, und dann habe ich nochmal von allen Küsschen gekriegt. Das ist natürlich dann etwas Positives, dieses Ereignis, was ich dann so zum ersten Mal auch so in Polen erlebt habe. Ich habe auch in Deutschland noch nie von einem Männertag gehört. Dann wären wir eigentlich auch schon mit dem März durch und springen dann auch schon sofort in den April rein und gehen auch schon sofort zu Ostern, denn Ostern ist im Jahr 2025 am 18.04. Der hat sich jetzt wieder ein bisschen verschoben. Wie ich gerade gesagt habe, sind das ja variable Feiertage. Ich glaube, im Jahr 2024 hat das, glaube ich, sogar schon Ende März angefangen, meine ich sogar, und hat sich dann in den April reingezogen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ist das jetzt im Jahr 2025 so, dass er am 18. April anfängt und geht bis zum 21. April. Und hier haben wir dann auch schon mal diesen Unterschied, dass der
Karfreitag zum Beispiel in Polen, was viele denken, aber nicht so ist, kein gesetzlicher Feiertag ist. Und viele sind da wirklich sehr verwirrt, wenn ich denen das erzähle, weil man sagt ja, Polen ist so ein gläubiges Land, so ein christliches Land. Warum haben die Karfreitag nicht frei? Ehrlich gesagt kann ich diese Frage nicht beantworten, warum die auf dem Karfreitag nicht frei haben. Die haben aber dafür Ostermontag auch frei. In Deutschland ist das ja Karfreitag und Ostermontag. Auch bei den Bräuchen gibt es hier so minimale Unterschiede, beziehungsweise wie die beiden Feiertage gefeiert werden. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, da es in Polen mehr aus dem slawischen Raum kommt und daher auch vielleicht ein bisschen anders zelebriert wird. Auf jeden Fall ist das in Polen so, dass man auf den Kar-Samstag mit seinem Osterkorb in die Kirche geht und der wird dann vom Priester eingeweiht. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, packe ich euch dann später unten in den Kommentaren rein, könnt ihr euch anschauen, dann erfährt ihr auch ein bisschen mehr, was diese ganze Symbolik mit dem Osterkorb, was das überhaupt alles auf sich hat, was überhaupt in den Osterkorb reinkommt und so weiter und so fort, werde ich jetzt überhaupt nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall ist das dann so, dass man damit am Samstag in die Kirche geht, der Priester weiht das ein, am Sonntag ist dann ja Ostersonntag, dann ist dann dieses Familientreffen und dann werden alle Sachen aus dem Korb gegessen. In Deutschland haben wir dann auch noch das Osterfeuer, was man hier zum Beispiel in Polen überhaupt nicht kennt. Also wenn ich hier Leuten was von Osterfeuer erzähle, die wissen überhaupt gar nicht, was das ist. Aber dafür gibt es auch etwas in Polen, was es in Deutschland nicht gibt. Und das ist dieses Schmingus Dingus. Vielleicht habt ihr schon mal etwas davon gehört. Und das ist immer an Ostermontag, ohne jetzt auch zu tief darauf einzugehen. Aber wenn ihr möchtet, kann ich mal gerne ein Video dazu machen. Müsst ihr mir das bitte dann nur in den Kommentaren hinterlassen. Wenn wirklich Interesse besteht, werde ich dann zum nächsten Ostern mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann auch mal ein Video dazu machen. Und im Prinzip ist das dann so, dass an diesem Tag man sich mit Wasser bespritzt. Wieso, weshalb, warum? Wie gesagt, werde ich jetzt nicht darauf eingehen, das würde einfach den Rahmen sprengen, ist auf jeden Fall auch eine slawische Tradition. Und da haben wir dann auch schon mal so diese beiden Unterschiede. Ich muss ganz ehrlich zugeben, obwohl ich jetzt nicht der gläubigste Mensch bin und auch nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe, gefällt mir diese Tradition hier in Polen, dass man auch mit dem Korb in die Kirche geht und einfach auch dieses Ostern ein bisschen spürt. Ist zumindest so meine persönliche Meinung. Gehen wir jetzt mal weiter in den Mai rein und hier haben wir auch zwei Ereignisse und zwar ist das Muttertag. Warum spreche ich Muttertag an? Im Prinzip ist der Muttertag wie ein Muttertag. Hier kann ich sagen, dass in beiden Ländern der Muttertag im Prinzip ja fast gleich gefeiert wird oder sogar gleich gefeiert wird. Das heißt, man trifft sich mit seiner Mutter beziehungsweise vielleicht auch mit der Familie und verbringt dann einfach den Tag zusammen. Hier gibt es nur diesen kleinen Unterschied. In Polen ist Muttertag immer auf den 26. Mai, jedes Jahr, wobei er in Deutschland immer zu einem anderen Tag ist. Also in Deutschland wird das ja so gemacht, dass er immer auf den Sonntag fällt. Ich meine, im Jahr 2025 ist das der 11. Mai, im Jahr 2026 wird das dann der 10. Mai sein und immer so weiter und immer so weiter. Ich persönlich finde es besser, wenn der auf den Sonntag fällt, weil dann hat man auch wirklich die Zeit dafür, zum Beispiel schon am frühen Mittag vielleicht zu seiner Mama zu fahren oder zu der Familie zu fahren, um wirklich den Tag zu verbringen, anstatt wenn er jetzt mitten in der Woche ist, wie ich glaube, nächstes Jahr wird er auch auf den Donnerstag fallen. Ja, wenn man dann noch arbeiten ist, ich weiß nicht, bis 18 Uhr, teilweise 17, 18 Uhr. Wir in unserem Fall haben dann auch noch fast eine Dreiviertelstunde Fahrt zu Schwiegereltern, bis wir da sind, dann macht man das auch nicht mehr. Ne? Also dann wird das immer so verschoben aufs Wochenende. Sind wir mal ehrlich, das ist dann auch nicht mehr das Gleiche, als wenn man das genau am gleichen Tag einfach feiert, wann auch der Feiertag ist, beziehungsweise das Ereignis. Bleiben wir jetzt noch ein bisschen im Mai und sprechen über den Vatertag. Und Vatertag in Deutschland fällt immer auf Christi Himmelfahrt. In Polen ist der Vatertag am 23. Juni, also ein bisschen weiter. Und da auch wie der Muttertag ist das im Prinzip so, dass man da eventuell den Tag mit dem Vater verbringt, beziehungsweise mit der Familie verbringt und dann einfach einen schönen Tag hat. In Deutschland ist ja der Vatertag ein bisschen anders. Und da der Vatertag in Deutschland auf Christi Himmelfahrt fällt, ist das auch zugleich ein Feiertag, wo man dann auch frei hat. In der Regel ist das dann auch so, dass sich dann dort viele Väter miteinander treffen. Ich kenne das aus Deutschland so, dass sie dann mit einem Bollerwagen durch die Straßen ziehen, vielleicht nur hinten irgendwie eine Musikbox haben, dabei irgendwie Bier trinken oder was auch immer. Deswegen sagt man auch in einigen Regionen Deutschland, dass der Vatertag ein Männertag ist, weil sich dann dort die Männer zusammentreffen. Ich denke, hier ist einfach das Hauptprinzip, dass sich hier die Männer zusammentreffen und einfach mal einen Tag miteinander verbringen. Warum der Vatertag in Deutschland auf Christi Himmelfahrt
Himmelfahrt fällt, hat natürlich auch einen Grund und ich habe mir da was aus dem Internet rausgesucht und ich lese einfach mal vor. Christi Himmelfahrt ist 40 Tage nach Ostern, denn laut der Bibel zeigte sich der auferstehende Christus seinen Jüngern 40 Tage lang, bevor er in das Vaters Reich aufstieg. Der Schluss liegt nahe, dass der Vatertag eventuell auf den Vater aller Väter, Gott selbst, bezogen sein könnte. Um das jetzt auch noch mal so in ganz groben, einfachen Worten zu nennen, das ist einfach so, dass Jesus da zu seinem Vater, im Prinzip Gott, gegangen ist und deswegen ist das halt der Vatertag. Wirklich jetzt mal so, um das ganz grob in leichten Worten wiederzugeben. Ich persönlich finde den Vatertag in Deutschland sehr interessant. Ich habe den Vatertag in Deutschland nie wirklich miterlebt oder mit zelebriert. Aus dem Grund, ich bin erstmal hier in Polen Vater geworden, aber ich finde den Tag in Deutschland trotzdem sehr interessant, dass das auch immer so mit einem kleinen Treffen in Verbindung gebracht wird, dass man sich da mit den Kumpels treffen kann und einfach mal ein paar schöne Stunden haben darf, ohne dass vielleicht die Frau dazwischen funkt. Gehen wir jetzt in den Juni rein und wie auch schon gerade erwähnt, ist der Vatertag in Polen im Juni. Da habe ich auch schon gerade ein paar Worte dazu gelassen. Im Prinzip ein ganz normaler Tag, wo man sich einfach mit der Familie trifft. Aber hier gibt es auch noch einen anderen Tag und zwar ist das Fronleichnam. Der wird im Jahr 2025 auf den 19.06. fallen. In Deutschland ist ja Fronleichnam ein ganz normaler Feiertag. Ich habe den in der Vergangenheit als jetzt nicht irgendwie besonders wahrgenommen. Hier in Polen ist das schon ein bisschen anders. Hier in Polen ist das dann auch so, dass sich dann die Menschen treffen auch und in die Kirche gehen. Was ich auch hier in Polen beobachten konnte, ist, dass ich hier sogar Treffen gesehen habe und die Gemeinde, ich vermute mal, das wird die Kirchengemeinde sein, mit halt einigen Leuten durch die Straßen zieht und dann durch ein Mikrofon ruft. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das irgendwelche Gebete sein werden. Ich will mich da jetzt aber auch nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich denke mir, hier kann mir vielleicht der ein oder andere aus Polen genauere Informationen dazu geben. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, zumindest ist das hier in Łódź so in der Region so, dass es hier einige Straßen gibt, die hier so, ich sage jetzt mal, markiert sind, wo sich dann später die Leute treffen auf der Straße und dann sitzt dann dort, ich weiß nicht, der Prediger, der Priester und dann wird dann mitten auf der Straße dann auch nochmal gebetet. Also das sind so Sachen, welche ich hier gesehen habe. Da muss man ganz klar sagen, in Polen ist dieser Tag, dieser christliche Feiertag ein ganz besonderer Tag. Also das ist ganz anders wie in Deutschland. In Deutschland ist das im Prinzip, ja, du hast einen Tag frei, kannst zu Hause sitzen, die Beine hoch machen und hier wird das wirklich alles sehr zelebriert, weil das halt auch ein kirchlicher Feiertag ist. Dann sind wir auch, glaube ich, schon mit dem Juni durch und gehen jetzt mal in den August rein und hier haben wir dann auch einen Feiertag und zwar ist das Maria Himmelfahrt. Das ist in Polen ein Feiertag, also hier hat wirklich dann auch alles geschlossen in Deutschland und da haben wir auch schon dieses Beispiel, was ich schon am Anfang des Videos erwähnt habe. Gibt es Bundesländer, wo es frei ist und dann gibt es wieder Bundesländer, wo es nicht frei ist. Maria Himmelfahrt ist, glaube ich, in Deutschland in 1 oder 2 Bundesländern ein Feiertag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern mit darunter zählt, dass es dort ein Feiertag ist. Und zum Beispiel ich, der aus Dortmund kommt, das heißt aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, da weiß ich, dass das dort kein Feiertag ist. Ich denke, dann war das auch schon eigentlich alles mit dem August. Im September gibt es jetzt auch kein größeres Ereignis, außer vielleicht den Jungentag in Polen, also Dzień Chłopaka, ist aber wie auch schon vorher bei den anderen ganzen Tagen erwähnt, jetzt nichts Besonderes. Man macht sich dann da vielleicht irgendwie kleine Geschenke, irgendwie sowas, aber ist jetzt auch irgendwie kein Tag, der jetzt irgendwie groß zelebriert wird. Dann gehen wir jetzt auch in den Oktober rein, denn hier könnte es wieder ein bisschen interessanter werden. Zum einen haben wir da den Mädchentag am 11. Oktober, meine ich, wäre das. Aber jetzt hier auch noch eine Sache, welche Ende Oktober ist, und zwar ist das Halloween oder in Deutschland ist das auch der Reformationstag. Aber ich will mal ein bisschen mehr auf das Halloween eingehen, denn man muss sagen, Halloween ist ja in Deutschland auch schon, muss man sagen, mittlerweile auch schon ein sehr bekanntes Ereignis, was auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gefeiert wird, zumindest bei den Jüngeren, bei den Kindern, die auch von Haus zu Haus gehen. Also das ist dann wirklich so, wie man das im Fernsehen aus Amerika kennt. Natürlich nicht so groß wie in Amerika, aber in Deutschland in der Tat ist das so, dass dort Kinder von Haus zu Haus gehen, die sind dann verkleidet und kriegen dann halt Bonbons an der Tür von den Menschen natürlich, wenn die die Tür aufmachen. Man muss auch sagen, dass sehr viele Diskos dann zum Beispiel aufhaben. Das ist dann auch schon wieder mit dem 1. November zusammen verbunden, weil das ja in sehr vielen Regionen in Deutschland auch ein Feiertag ist, Allerheiligen, aber komme ich auch gleich nochmal dazu, dass dann dort natürlich dann noch die Diskos aufhaben und dann Halloween-Partys gemacht werden. Hier in Polen ist Halloween
überhaupt nicht populär. Wir wissen ja, dass Polen ein sehr christliches Land ist und sehr mit der Kirche verbunden ist. Halloween in Polen zählt mehr zur Geisterkultur und wird mehr satanistisch angesehen. Viele Kinder wissen gar nicht, warum es Halloween gibt. Ich denke, hier ist einfach das Spannende, dass sie von Haus zu Haus gehen können und ein paar Süßigkeiten abgreifen können. Und ich finde, das ist doch für Kinder irgendetwas Schönes auf irgendeine Art und Weise. Und wenn wir auch mal ganz ehrlich sind, die meisten Feiertage und Ereignisse, ob jetzt erwachsen oder nicht erwachsen, die meisten Sachen sind irgendwelche komplett alten historischen Bräuche, die heute im Prinzip gar nicht mehr durchgeführt werden und viele Leute wissen auch gar nicht, warum zum Beispiel es Ostern gibt, warum es Weihnachten gibt oder auch zum Beispiel, warum überhaupt Halloween ist. Und deswegen, ich finde persönlich trotzdem, kann ich sagen, Halloween ist eigentlich ganz toll. Mich freut das, wenn Kinder von Haus zu Haus gehen und dann immer so ein paar Bonbons vielleicht abgreifen können. Ist zumindest für Kinder etwas ganz Schönes. Kommen wir noch zu einem Feiertag, was im Prinzip das Gegenteil von Halloween ist und das ist Allerheiligen. Ich denke, jeder, der schon mal irgendwas von Polen gehört hat oder der vielleicht auch Bekannte in Polen hat, von Allerheiligen in Polen schon mal irgendetwas davon gehört hat, der weiß natürlich dann auch, dass das ein sehr besonderer Feiertag ist, ein sehr wichtiger Feiertag für die Polen hier. Hier ist auch frei in ganz Polen. In Deutschland ist das natürlich so, dass nicht ganz Deutschland frei hat, aber schon sehr viele Bundesländer haben frei. Ich weiß zum Beispiel, Hessen hat am 1. November zum Beispiel nicht frei. Ich kann sagen, in Deutschland ist das auch natürlich so, dass der ein oder andere dann zum Friedhof geht, eine Kerze anzündet, um die Toten zu gedenken. In Polen ist das aber schon um 10 Stufen, ich nenne das jetzt einfach mal ganz provokant, extremer. Es ist wirklich so, dass sich die Leute auf diesen Tag vorbereiten. Die fahren zum Friedhof schon ein paar Tage vorher, die machen die Gräber sauber, wirklich, die tun alles vorbereiten, die putzen das. Man sieht auch wirklich Leute, wie die mit einem Putzeimer da gehen und die Gräber schrubben, also damit das auch wirklich alles schön aussieht. Und ich meine das jetzt hier auch nicht irgendwie im negativen Sinne, hier darf man mich jetzt auch nicht falsch verstehen. Das ist deren Kultur, das ist deren Leben. Ich finde das schön, dass die Menschen einen Glauben einfach haben und das dann auch so durchleben, dass sie an irgendetwas auch festhalten können. Die brauchen das auch und das ist auch voll und ganz in Ordnung. Hier ist das dann auch so, dass sich dann die Leute auf den Friedhof treffen und ich habe das auch schon mal ein, zwei Mal mitgemacht und wirklich, die stehen stundenlang an den Gräbern, unterhalten sich mit anderen. Dann läuft der Priester durch den Friedhof, hält da seine Predigt durch ein Mikrofon. Also das ist eigentlich ein sehr spannendes Ereignis. Wenn man das nicht kennt, dann kann man sich das mal anschauen und das ist wirklich eigentlich sehr interessant. Wie gesagt, es ist jetzt wirklich so 100% meins, stundenlang auf dem Friedhof zu stehen. Ich muss das auch wirklich nicht jedes Mal machen. Ich bin auch ehrlich gesagt so der Meinung, dass ich jetzt nicht nur an Allerheiligen zum Friedhof gehe. Wenn ich irgendwo zum Grab gehe, mache ich das dann ein paar Mal im Jahr. Dann mache ich auch so das Grab sauber, ohne wenn jetzt Allerheiligen ist. In Polen wird das dann auch einfach ein bisschen stärker zelebriert. Gehen wir jetzt aber auch schon ein bisschen mehr in Richtung Dezember rein oder vielleicht auch Ende November, Anfang Dezember, denn da fängt dann auch schon der erste Advent an. Diese ganze Prozedur mit diesem ersten Advent, mit diesem Adventskranz und diesen Kerzen, kennt man hier in Polen, ist es aber irgendwie nicht so populär und beliebt. In Deutschland ist das da irgendwie schon ein bisschen anders. Also man sieht ja auch, man kriegt überall diese ganzen Adventskränze. Man kriegt auch sehr viel eigentlich davon mit. Ich muss sagen, dass das auch ein Ereignis ist oder eine Tradition ist, die ich hier bei uns hier mit reingeholt habe. Vorher meine Frau zum Beispiel, die haben nie irgendwie einen Adventskranz angezündet, beziehungsweise die Kerzen vom Adventskranz, dass wir uns ja auch richtig verstehen, haben die zum Beispiel nie gemacht. Ich habe das jetzt hier reingeholt, dass wir hier jedes Jahr immer einen Adventskranz haben, dann immer auch die Kerzen anzünden. Das ist einfach eine Sache, die ich auch so aus Deutschland kenne. Auch sowas wie zum Beispiel der Adventskalender. Ich kenne das zum Beispiel bei mir aus der Kindheit, war das was komplett Normales, einen Adventskalender zu kriegen. Hier in Polen muss man sagen, fängt das erstmal so an. Denn ich kann mich erinnern, dass wir hier einmal Kindern Adventskalender gegeben haben, so ungefähr vor 5 Jahren. Und die haben sich bedankt, aber die wussten am Anfang nicht viel damit anzufangen. Also die wussten, da ist Schokolade drin und alles, aber man musste denen das erklären, dass am 1. Dezember ein Türchen aufgemacht wird, am 2. Dezember das zweite Türchen. Also das ist hier noch nicht so ganz so beliebt und populär wie zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland gibt es ja die Adventskalender in verschiedenen Varianten. Da gibt es ja 100 Firmen, die das machen. Es gibt mittlerweile schon Douglas zum Beispiel, die Parfüm-Adventskalender haben und ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Also es gibt ja extrem viel Varianten in Deutschland. In Polen
Polen ist das noch nicht so weit. Der 24., 25. und 26. Dezember ist in Polen sowie in Deutschland auch alles gleich. Also am 24. ist ja der Heilige Abend, am 25. und 26. haben wir dann den ersten und zweiten Weihnachtstag. Ist auch nicht überall so. Ich meine sogar, ich wäre in England so, dass da zum Beispiel der Heilige Abend der 25. ist. Da verschiebt sich das alles um einen Tag. Aber hier haben wir auch bei der Feier zwei Unterschiede. Dazu habe ich auch aber einige Videos gemacht, packe ich euch auf jeden Fall auch in den Kommentaren rein. Da könnt ihr das auf jeden Fall mal auch anschauen, denn ich werde jetzt auch nicht so weit darauf eingehen. Aber hier kann ich zum Beispiel auch sagen, dass es ganz typisch in Deutschland ist, dass man da eine Weihnachtsgans isst. Ne? Das ist so ganz normal und ganz typisch. Und zum Beispiel in Polen haben wir dann auch schon den Unterschied, dass man am 24. zum Beispiel überhaupt gar kein Fleisch isst. Hier wird dann zum Beispiel Pierogi gegessen, Barszcz wird hier gegessen, die rote Betesuppe oder Fisch wird hier dann auch gegessen. Und da haben wir dann auch schon mal den Unterschied zwischen beiden Feiertagen. Noch ein Ereignis, was sich eigentlich in Polen über das ganze Jahr abspielt und ich auch so aus Deutschland gar nicht kenne, ist zum Beispiel der Namenstag. Also hier in Polen feiert man auch Namenstag. Das ist im Prinzip, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, sowas wie der Geburtstag, nur halt als Namenstag. Wenn man ein Kind ist, feiert man noch Geburtstag. Wenn man älter ist, lässt man den Geburtstag weg und feiert man dann mehr den Namenstag. In Deutschland kennt man den Namenstag, glaube ich, gar nicht. Also zumindest habe ich vorher auch nie was davon gehört. Ich habe auch keinen Kollegen irgendwie, der Namenstag feiert oder sonst irgendwie. Kenne ich gar nicht. In Deutschland gibt es nur Geburtstag, Schluss, aus. Und hier gibt es halt Geburtstag und Namenstag. Wenn ich jetzt hier nochmal so eine ganz grobe Zusammenfassung von allen Feiertagen machen kann. Man kriegt das auch schon so ein bisschen mit, dass die polnischen Feiertage oder Ereignisse mehr aus dem slawischen Raum kommen. Man merkt das auch, dass die ein bisschen anders, ein bisschen traditioneller gefeiert werden. Das wird alles ein bisschen extremer gefeiert. Und wenn ich jetzt von extremer rede, meine ich jetzt das auch nicht irgendwie im negativen Sinne. Ganz im Gegenteil sogar. Ich finde das sogar schön, dass es ein bisschen stärker gefeiert wird. Das wird ein bisschen alles intensiver mitgemacht. Man spürt das dann auch irgendwie mehr. Also man merkt das ja auch. Und ich denke, viele können mir da auch zustimmen. Wenn ihr zur Weihnachtszeit nach Polen kommt, man spürt dann auch wirklich diese ganze Weihnachtszeit. Hier zum Beispiel bei uns hier auf der Straße sind dann hier auch die Bäume beschmückt teilweise. Also das sind dann hier die Wohnungsgesellschaften, die das hier machen, die dann hier die Bäume in der Umgebung schmücken. Ich habe auch schon das ein oder andere Video dazu gemacht. Packe ich euch auf jeden Fall auch mal alle in den Kommentaren rein. Könnt ihr euch anschauen, wie schön es dort ist. Also ich finde, das ist dann schon ein bisschen schöner. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass es in Deutschland überhaupt nicht schön ist. Und man merkt einfach schon diesen ganz großen Unterschied. Hier lebt das alles noch so ein bisschen. Ist zumindest so meine persönliche Meinung und mein Eindruck zu diesem Ganzen. Aber deine Meinung dazu würde mich wirklich sehr interessieren. Was hältst du von den ganzen Feiertagen? Findest du, dass es in Polen zu viele Feiertage und Ereignisse gibt? Oder findest du das so in Ordnung? Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.